reden später. Also, die Nadja ist jetzt dran mit ihrem Talk. Die Nadja ist Iron Woman und Mutter. Die Kombination, geile Kombination, oder? Die gibt ihr nämlich Mut, Kraft und Ausdauer. Nadja musste in ihrem Leben schon oft die Komfortzone verlassen und ist daran immer gewachsen. Jeder Sprung über den Schatten brachte sie ihrem wahren Kern ein Stück näher, machte sie stärker und ließ sie bewusster für sich und die Welt werden. Vor allem die Liebe und Verantwortung für ihre Kinder haben das Beste aus ihr herausgeholt. Mit ihrem Projekt Right for Respect will Nadja ihren Beitrag zu einer besseren und lebenswerteren Welt leisten. Wie sie das machen will, das erzählt sie uns jetzt. Die Eli hat eigentlich schon alles gesagt. Ich kann eigentlich wieder mich hinsetzen. Ja, also ich bin die Nadja Hennig. Ich bin Mutter von 2 wundervollen, großartigen, mittlerweile zum Glück schon erwachsenen Kindern. Und ich mache Triathlon. Das sind eigentlich so die beiden Hauptkomponenten, die, ich glaube, mich in den letzten 2 Jahrzehnten am stärksten geprägt und das Positivste, das Beste aus mir rausgeholt haben. Ich darf heute hier stehen, weil ich eine Idee habe. Eine Idee, die eine Vision unterstützen soll, wahr zu werden. Eine Vision, die zum Glück nicht nur ich alleine habe, sondern, wie wir heute schon gehört haben, an der viele, viele wunderbare Menschen hier drin und auch draußen arbeiten. Diese Vision ist schlicht und ergreifend eine lebenswerte Zukunft für uns selbst und nachfolgende Generationen zu schaffen. Diese Vision kann nur wahr werden, wenn wir unsere gesellschaftlichen Werte ein bisschen verändern. Veränderungen machen oft Angst und Angst bremst aus. Veränderung kann aber auch wunderbar sein, wenn man sich traut, sie zuzulassen, wenn man sie ein bisschen proaktiv mitgestaltet, wenn man weiß, wofür und ja, wenn man sich einfach darauf einlässt. Bevor ich aber meine Idee ausführe, möchte ich gerne noch ein bisschen was von mir persönlich erzählen. Und meine persönliche Geschichte macht vielleicht auch ein bisschen meine Aussage in Bezug auf Veränderungen deutlicher. Ich bin geboren 1975 in Koblenz, bin eigentlich aufgewachsen in Marktheidenfeld, einer kleinen Stadt in Unterfranken bei Würzburg. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 4 Jahre alt war und wer selber ein Scheidungskind ist, der weiß, dass sowas tiefe Narben hinterlassen kann. Mein Vater ging damals nach Schweden, hat wieder eine neue Familie gegründet, auch meine Mama hat wieder geheiratet und nach einigem Hin und Her sind wir dann in Rosenheim in schönem Oberbayern gelandet. Und so schwer die Zeit für mich damals auch war, heute bin ich doch unheimlich glücklich und dankbar, eine so große und bunte und weit verbreitete Familie zu haben. Diese Narben der Scheidung habe ich natürlich mit in meine Jugend genommen. Ich habe in meiner Jugend, glaube ein ziemliches Leck auf Selbstrespekt und Selbstliebe gehabt, was mitunter zu Essstörungen, ich habe an Essstörungen gelitten, bis zu Selbstmordversuch. Und was mir damals geholfen hat, war der Sport. Natürlich habe ich den Sport anfänglich betrieben, um Gewicht zu verlieren. Aber es hat sich dann doch schnell herausgestellt, dass der Sport im weiteren Verlauf sowas wie mein Therapiepartner geworden ist. Es sollte allerdings noch einige Jahre dauern, bis ich wirklich dann den Mut hatte, auch an einem Triathlon-Wettkampf teilzunehmen. Ich dachte einfach immer, ich bin nicht gut genug und lasse es lieber. Was der Sport allerdings gemacht hat, er hat mir damals schon den Mut gegeben, mich in einem Volleyballverein anzumelden. Und im Rahmen dieser verrückten Hühner habe ich dann langsam auch angefangen, mein Selbstwertgefühl für mich wieder aufzubauen. Und ja, mit einigen dieser verrückten Hühner bin ich heute immer noch befreundet und 2 sitzen heute sogar da. Es kriegt extra Zeit. Nach dem Abitur bin ich mit diesen verrückten Hühnern in einen noch verrückteren Urlaub nach Jesolo gefahren. Entschuldigung. Aus diesem Urlaub habe ich den Italiener mitgebracht. Meine Mama war damals super happy. Und
wenige Monate, nachdem ich den mitgebracht habe, war ich dann auch schwanger. Und nur 3 Monate, nachdem meine Tochter geboren wurde, haben wir dann nicht nur unser Restaurant eröffnet, sondern ich war auch schon wieder schwanger. Es hätte alles eigentlich total wunderbar sein können. Wir hatten wundervolle Kinder, ein gut gehendes Restaurant, zwar Schulden, aber ging gut an. Aber es gab halt ein kleines Problem und das war der Alkohol. Und das Problem war natürlich von Anfang an da, aber wie es halt so ist, am Anfang will man es nicht sehen. Dann denkt man sich, es wird schon besser, wenn erstmal. Aber irgendwann weiß man einfach, es wird sich niemals ändern. Und an dem Punkt hat man dann einfach 2 Möglichkeiten. Entweder man akzeptiert die Situation so, wie sie ist, dann muss man auch aufhören zu meckern. Oder man verändert sich selber. Und ich habe mich damals entschieden, mich selber zu verändern. Ich habe meine beiden Kinder geschnappt und wir sind nach München gegangen. Ich habe da Wirtschaftspädagogik studiert. Wir haben in der Studentenstadt gewohnt und rückblickend muss ich sagen, war das eigentlich mit einer der schönsten Zeiten in meinem Leben oder unserem Leben. Ich habe vorhin gehört, Arme hoch. Danke. War der Tipp, der war gut. Ja, also wir hatten in dieser Studentenstadt zwar eigentlich nichts, ja, aber wir hatten unheimlich viel gegenseitigen Respekt, gegenseitige Unterstützung, Harmonie, offene Türen von allen und damit war der Lebensraum, den wir hatten, einfach viel, viel größer als die 35 Quadratmeter Wohnraum, die uns zur Verfügung standen. Und dieser Weg hat mir dann auch gezeigt, dass da doch wohl ein bisschen, danke, dass da doch ein bisschen Mut und Energie in mir steckt. Und dann hatte ich auch endlich den Mut, mich für meinen ersten Triathlon anzumelden. Der erste Münchner City-Triathlon sollte mein Debüt werden. Ich habe mein Straßenrad genommen, ich habe mir einen Helm ausgeliehen, den ich nicht selbstständig öffnen und schließen konnte. Ich musste in der Wechselzone bitten, dass mir jemand hilft, meinen Helm zu öffnen und zu schließen. Trotzdem bin ich noch Gesamtzehnte geworden und da war meine Leidenschaft für den Triathlon einfach geboren und fortan sind wir dann mit unserem gelben Postbus durch die Gegend gereist und ich habe an verschiedensten Triathlon-Wettkämpfen teilgenommen. Der Triathlon hat mir gezeigt und beigebracht, dass ich wirklich groß träumen darf, dass auch unmöglich scheinende Dinge realisierbar sind, wenn man dran glaubt, aber dass diese Dinge auch nur realisierbar sind, wenn man bereit ist, seine Komfortzonen zu verlassen. Ja, leider war ich dann irgendwann fertig mit dem Studium und musste arbeiten. Und wer alleinerziehend ist oder überhaupt in dieser anspruchsvollen Welt zu bestehen, ist nicht immer einfach und ich glaube, ich bin die letzten Jahre einfach ziemlich mit Scheuklappen auch durch die Gegend gegangen. Weil es einfach, man ist beschäftigt, wenn man versucht, auf allen Ebenen sein Bestes zu geben und hat nicht so viel Zeit für links und rechts. Das ging so lange gut, bis meine Mama mir die Nachricht übermittelt hat, dass sie Krebs hat. Und sie ist innerhalb von einem Jahr gestorben. Das hat mich dann einen Schritt zurücktreten lassen. Ich habe einen Blick auf mein eigenes Leben geworfen, einen Blick auf unsere sozialen Werte, einen Blick auf unsere Welt an sich. Ich habe angefangen, viel nachzudenken, zu lesen, zu recherchieren, mich zu informieren und zu diskutieren. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass unsere sozialen Werte einen Großteil Schuld mit daran haben, wie unsere Welt heute dasteht und vor welchen Problemen unsere Welt steht. Und da rede ich von Problemen wie Hunger in ärmeren Regionen dieser Welt, von sinkender Biodiversität, danke, steigenden Anstieg an westlichen Krankheiten, Ausnutzung von Menschen und Tieren, Verschmutzung von Gewässern. Ja, also die Maxime des Kapitalismus und unsere sozialen Werte sind einfach mit daran schuld oder haben dazu geführt, dass wir Ressourcen über ihre natürliche Verfügbarkeit hinaus ausschöpfen. Und Mahatma Gandhi hat gesagt, die Erde bietet genug, um jedermanns oder
die Bedürfnisse eines jeden Menschen zu befriedigen, aber nicht die Gier eines jeden Menschen. Und Mahatma Gandhi hat auch gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du in dieser Welt sehen möchtest. Und da habe ich angefangen und habe versucht, diesen Kapitalismus mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen und bemühe mich seitdem eben tagtäglich, mein Geld nicht mehr in ein System zu investieren, das seinen Profit daraus generiert, dass es schwächere Lebewesen und unsere Umwelt ausbeutet. Ich versuche also, möglichst plastikfrei zu kaufen, Alternativen für Produkte zu finden, die aus Plastik hergestellt werden, Bio, Fairtrade und regional zu kaufen, dass in meinen Produkten keine tierischen oder chemischen Bestandteile sind, dass Produkte recycelbar sind oder eben aus recyceltem Material hergestellt werden. Und ich habe auch angefangen, mich vegan zu ernähren. Die vegane Küche ist unheimlich vielseitig, vielfältig. Wir werden es heute erleben dürfen. Sie ist tierleidfrei und unheimlich gesund. Natürlich standen mein Sohn und ich am Anfang da und haben gedacht, scheiße, was essen wir jetzt eigentlich noch? Aber wir haben auch ziemlich schnell festgestellt, dass das Internet und Facebook und Instagram unheimlich viele Informationen bietet, die einem die Transformation echt einfach machen. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist mit meiner sportlichen Leistung? Und habe aber auch da herausgefunden, dass sich viele, viele Menschen da schon Gedanken machen. Meine Mädels wissen, warum ich dieses Bild ausgesucht habe. Nimir Delgado ist ein Weltmeister im Bodybuilding, der in seinem Leben noch niemals Fleisch gegessen hat, der schon seit vielen, vielen Jahren vegan ist. Auch Patrick Baboumian, der stärkste Mann Deutschlands, ist seit vielen, vielen Jahren vegan. Arnold Schwarzenegger ist seit einigen Monaten 99% vegan und die starken Männer haben jetzt eine Dokumentation produziert, The Game Changers, die kommt am Montag raus. Unbedingt anschauen, bitte. Auch in meinem Sport gibt es wahnsinnig viele Athleten, die immer mehr die Vorteile der pflanzenbasierten Ernährung für sich entdeckt haben. Laura Philipp, Jan Frodeno, Philipp Lange und nicht zuletzt der famous Rich Roll. Aber auch in anderen Sportarten, ja, Lewis, hier Rennfahrer und die Williams-Zwillinge. Also auch in anderen Sportarten ist das wirklich auf dem Vormarsch. Ja. So eine Umstellung muss ja nicht von heute auf morgen passieren. Man kann sich da langsam rantasten. Schon ein Tag vegane Ernährung spart ein Tierleben, 1000 Gallonen an Wasser, 40 Pfund an Getreide und 30 Square Feet an Regenwald. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir alle hier einen Tag vegan uns heute ernähren, was wir dann schon alles sparen und was wir sparen würden, wenn wir alle und noch viel mehr Tage vegan leben würden, dann würden wir unsere Ressourcen eine ganze Menge schonen. Gut, mir ist aber auch aufgefallen in Diskussionen mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, wie auch immer, Familienmitgliedern, dass genauso wie es mir 44 Jahre lang ging, hier einfach ein großes Leck an Awareness und Informationen besteht. Und ich habe mich gefragt, was kann ich tun, ich persönlich mit meinen Skills, meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich gerne mache, um hier Abhilfe zu leisten. Und so ist Ende April diesen Jahres die Idee für mein Projekt Ride for Respect entstanden. Ich möchte mit meinem Triathlonrad von Wien zur Ironman-Weltmeisterschaft 2020 nach Hawaii fahren und auf meinem Weg dahin eben über die Themen Nachhaltigkeit und pflanzenbasierte Ernährung informieren, inspirieren, wie auch immer. Mein Weg führt mich dabei von Wien, München, Deutschland, Schweiz, Frankreich, dann runter nach, also ich mache es jetzt wieder seitenverkehrt, aber ja, runter nach Frankreich, Spanien, Portugal, von Portugal dann mit dem Segelschiff. Die Greta hat es von mir, gell? Ich hatte die Idee zuerst. Mit dem Segelschiff entweder erst zu den Kanarischen Inseln und dann nach Kuba oder direkt nach Kuba, je nachdem, wie ich da ein Angebot bekomme. Von Havanna dann nach Miami, die Südküste von Nordamerika entlang. In Texas möchte ich dann eben versuchen, mich für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii zu qualifizieren beim Ironman Texas. Und letztendlich geht es dann von San Diego mit dem Segelschiff nach Hawaii. Unterwegs möchte ich nicht
alleine meine Weisheiten hier preisgeben, weil so viel habe ich da noch nicht. Aber ich möchte Menschen treffen, Menschen, Organisationen, Projekte vorstellen, die sich eben mit Menschen, Tierrechten, Klimaschutz in irgendeiner Weise auseinandersetzen und darüber eben kleine Reports machen. Also ich habe schon angefangen auf Instagram und Facebook und YouTube, da gibt es schon quasi kleine Kostproben von meinem Stil, wie ich mir das so vorstelle, ja, dass ich eben nicht immer alleine da rede, sondern die Menschen eben für mich sprechen lasse. Ich habe ein Reisebudget von 20.000 €. Meine Mama hat mir ein bisschen Geld hinterlassen und ich habe gedacht, was mache ich mit dem Geld? Dachte ich, mach so. Es gibt 3 Regeln in meinem Projekt. Ich darf selber Geld nur für das Allernotwendigste ausgeben, für weniger Notwendiges ausgeben, aber dafür muss ich mir vorher Schwimm- und Laufpunkte erarbeiten. Diese beiden ersten Regeln sollen eben einfach verdeutlichen, was brauche ich wirklich, ja, der Konsumgedanke so ein bisschen angeregt. Ich darf aber auch Unterstützung annehmen. Also wenn ihr auf meinem Weg jemanden kennt, der mir ein Bett, was zu essen, was auch immer anbieten kann, das mir hilft, mein Reisebudget zu sparen, dann darf ich das annehmen. Möglichst eben nicht von meinen direkten Freunden und Followern, sondern die wiederum sollen andere motivieren, mir zu helfen, damit der Kreis eben wächst. Ja, das Ganze soll eben zeigen, dass zusammen unmöglich Erscheinendes doch hoffentlich möglich werden kann. Ja. Und dass keiner von uns seine Komfortzonen so weit verlassen muss, um einen positiven Einfluss in dieser Welt zu haben. Ja, es sind die kleinen Dinge, mit denen jeder Einzelne von uns wirklich wahnsinnig viel bewegen kann heute. Und das ist eigentlich die Idee und der Sinn und Zweck meines Projekts. Was ich mir jetzt von euch wünsche, ist natürlich, dass ihr mir folgt, dass ihr meine Beiträge liked und shared. Vielleicht hat irgendjemand von euch Ideen, Kontakte für eine weitere mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Und was auch sehr hilfreich wäre, auf meinem Weg ein bisschen redaktionelle Unterstützung zu haben im Sinne von Koordination von Meetings, von Leuten, die ich dann auf meinem Weg vielleicht treffen kann und möchte, aber auch vielleicht mal Beiträge zu erarbeiten, wenn ich jetzt irgendwo im Nirgendwo stehe und sage, ich habe jetzt zwar hier tolle Filme und eine Idee, was ich sagen will, aber ich habe keinen Plan, ich muss jetzt weitertreten, kann das irgendjemand machen. Das wären so meine Aufrufe an euch. Und damit sage ich danke fürs Zuhören und ja. Wunderbar. Danke. Bin ich in der Zeit?